Im Grunde ist es einfach nur ein ziemlich kleines Stück Metall. 35 cm hoch, nicht einmal 4 Kilo schwer und noch nicht einmal aus echtem Gold. Vergoldetes Silber. Mehr nicht. Wenn man es einschmelzen würde, bliebe nur ein kleiner Klumpen übrig, den man in einer Hand halten könnte. Ein paar tausend Mark wert, wenn überhaupt. Und doch hat dieses kleine Stück Metall ein ganzes Land in eine nationale Schockstarre versetzt. Dies ist die Geschichte der Jules Rimet-Trophäe, des ersten Fußball-Weltmeisterschaftspokals, denn den Pokal, den wir heute kennen, den würde es, so wie es ihn heute gibt, eigentlich gar nicht geben. Fangen wir von vorne an. 1928. Jules Rimet sitzt in Genf. Er ist Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA und er will etwas, das es so noch nie gegeben hat. Eine eigene Weltmeisterschaft im Fußball. Keine Olympischen Spiele mehr, sondern ein komplett eigenes Turnier. Er setzt die Idee durch und natürlich braucht eine Weltmeisterschaft auch einen Preis. Er gibt dem französischen Bildhauer Abel Lafleur den Auftrag. Was dabei herauskommt, ist die Figur einer Frau mit ausgebreiteten Flügeln, die Arme über den Kopf gehoben, eine Schale in den Händen. Die Göttin Nike, die griechische Siegesgöttin, gegossen aus vergoldetem Silber, auf einem Sockel aus blauem Lapislazuli. 35 cm hoch, knapp 4 Kilo schwer, aus vergoldetem Silber. Eine hauchdünne goldene Haut über einem Silberkern. Die erste richtige Fußball-Weltmeisterschaft findet 1930 in Uruguay statt. Jules Rimet fährt mit dem Schiff 14 Tage über den Atlantik, die Trophäe im Handgepäck. Uruguay gewinnt und darf den Pokal bis zur nächsten WM behalten. So ist die Regel. Der Sieger bekommt die Trophäe, trägt sie 4 Jahre lang und gibt sie dann an den nächsten Sieger weiter. 1934 und 1938 gewinnt Italien zweimal hintereinander. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und der Pokal steckt in Europa fest. Ottorino Barassi, Vizepräsident der FIFA, fürchtet, dass deutsche Truppen den Pokal beschlagnahmen könnten. Die Nazis haben in ganz Europa Kunstschätze und Wertgegenstände geraubt und der bekannteste Sportpokal der Welt wäre ein attraktives Ziel. Also versteckt er ihn. Aber nicht in einem Safe oder in einem Bunker. Er legt den wichtigsten Pokal des Fußballs in einen Schuhkarton und schiebt ihn unter sein Bett. Dort liegt er den ganzen Krieg lang, 6 Jahre unter dem Bett eines Beamten in Rom, während draußen Europa brennt. Und das Verrückte ist, es funktioniert. Niemand sucht dort. 1950 ist der Krieg vorbei, die Weltmeisterschaft kehrt zurück und der Pokal kommt wieder ans Licht. Er wandert von Sieger zu Sieger. Deutschland gewinnt ihn 1954, Brasilien 1958 und 1962. Jules Rimet hat ganz am Anfang eine Regel festgelegt. Wer 3-mal Weltmeister wird, darf den Pokal für immer behalten. Uruguay hatte 2-mal gewonnen, Italien hatte 2-mal gewonnen und jetzt steht Brasilien bei 2 Titeln. Noch ein Sieg und der Pokal gehört ihnen. Für immer. 20. März 1966, ein Sonntagnachmittag in London. Der Pokal steht in einer Glasvitrine in der Methodist Central Hall in Westminster. Nicht wegen der Weltmeisterschaft, die beginnt erst in 4 Monaten, sondern wegen einer Briefmarkenausstellung. Eine bekannte Briefmarkenfirma hat den Fußballverband gefragt, ob sie die Trophäe als Schaustück ausleihen darf. Der Verband hat den Verleih unter einer Bedingung genehmigt. Der Pokal muss rund um die Uhr bewacht werden. 6 Wärter sind im Gebäude und ringsum auf den Tischen der Ausstellung liegen seltene, teils extrem teure Briefmarken hinter Glas. Manche im Wert von mehreren 100.000 Pfund. Einer der 6 Wärter geht kurz nach draußen. Er will eine Zigarette rauchen. Außerdem folgt er dem Kanal hier und hinterlässt ihm einen Daumen nach oben. Wenn dir diese Geschichte bis hierher gefallen hat, solltest du das vielleicht auch machen. Genau in diesem Moment betritt ein Mann in einem grauen Mantel den Nebengang hinter den Vitrinen. Die Vitrine, in der die Trophäe steht, hat eine Vorderseite aus Glas und eine Rückseite aus Holz, gesichert mit nur einem einfachen Vorhängeschloss. Er zieht ein Werkzeug aus seinem Mantel. Das Schloss gibt nach, er öffnet die Rückwand, greift hinein und nimmt den Pokal heraus. Direkt neben dem Pokal liegen die Briefmarken. Stücke, die ein Vermögen wert sind, leicht zu transportieren und noch leichter zu verkaufen. Er sieht sie an und lässt sie liegen. Er will nur diesen einen Gegenstand. Dann schließt er die Rückwand wieder, geht durch den Gang zurück in die Halle, nickt dem Wärter einmal zu und geht hinaus auf die Straße. Als jemand die leere Vitrine bemerkt,
ist er längst weg. Für England ist es eine Katastrophe. Das Land richtet in wenigen Monaten die Weltmeisterschaft aus, zum ersten Mal überhaupt, und der Pokal, den der Weltmeister am Ende in die Höhe halten soll, ist einfach weg. Die Weltpresse schreibt sich die Finger wund. Ein brasilianischer Funktionär lässt öffentlich ausrichten, in Brasilien wären selbst die Diebe zu Fußball verrückt, um so etwas zu wagen. Einen Tag nach dem Diebstahl klingelt bei Joe Mears das Telefon. Mears ist der Vorsitzende des englischen Fußballverbands, ein ruhiger, bedächtiger Mann, der nicht so leicht aus der Fassung zu bringen ist. Am nächsten Morgen liegt ein Paket auf seiner Türschwelle. Braunes Papier, eine Schnur, er trägt es rein und öffnet es. Darin liegt ein einzelnes Metallteil, die abnehmbare Innenschale aus dem oberen Teil des Pokals. Zusammen mit einem Brief, einzelne Buchstaben aus Zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt. Der Inhalt ist kurz: 15.000 Pfund in kleinen Scheinen. Keine Polizei. Und falls Mears bis Freitag nicht reagiert, wird der Pokal eingeschmolzen. Für den Absender schreibt er, sei das Ding sowieso nur Altgold. Der Brief ist unterzeichnet mit Jackson. Mears liest alles und tut dann das, was Jackson ausdrücklich verboten hat. Die Ermittler vom Flying Squad, einer Spezialeinheit der Londoner Polizei, die auf genau solche Fälle spezialisiert ist, haben ein Problem. Sie wollen Jackson fangen, aber wenn Jackson merkt, dass die Polizei im Spiel ist der Pokal weg. Eingeschmolzen, wie er geschrieben hat. Also entscheiden sie sich für etwas Waghalsiges. Teil 1 ist erstmal das Geld. Sie nehmen einen Koffer und legen ganz oben eine Lage echter Banknoten hinein. Darunter füllen sie ihn mit zerschnittenem Zeitungspapier, sauber auf die richtige Größe zugeschnitten. Von oben sieht es so aus wie ein voller Koffer mit Bargeld. Teil 2 ist die Tarnung. Mears als Verbandschef ist zu bekannt. Jackson würde ihn sofort erkennen. Also übernimmt ein Detective Inspector die Rolle von Mears persönlichem Assistenten. Er bekommt einen falschen Namen: McPhee. Teil 3 ist der Ort. Jackson hat am Telefon einen Treffpunkt bekommen, den Battersea Park im Süden Londons. Die Polizei besetzt den Park vor der Übergabe unauffällig mit zivilen Wagen und Beamten in Alltagskleidung. Soweit der Plan. McGee geht mit dem Koffer durch den Park. Auf einer Bank sitzt ein Mann und wartet. McPhee setzt sich hin und stellt den Koffer ab. Der Mann öffnet ihn einen Spalt. Er sieht die oberste Lage Geld und atmet kurz aus. Er schaut nicht weiter hinein. In diesem Moment hätte alles gut gehen können, aber dann wandert Jacksons Blick. Er sieht einen Wagen, der zu lange an einer Stelle steht. Einen Mann, der etwas zu still ist. Irgendetwas stimmt hier nicht und Jackson weiß, was das bedeutet. Plötzlich springt er auf und rennt davon. Was folgt, ist eine kurze, ungelenke Hatz über nassen Rasen, vorbei an einem erschrockenen Paar mit Kinderwagen und dann schnappen ihn die Beamten. Auf der Wache stellt sich heraus, dass Jackson in Wirklichkeit Edward Badgley ist. Ein Kleinkrimineller aus dem Süden Londons, Gebrauchtwagenhändler, Polizei bekannt, kein heller Stern in der Unterwelt. Doch Badgley behauptet, er hätte den Pokal nie gehabt. Er sei nur der Bote gewesen. Jemand habe ihn angeheuert, das Lösegeld einzutreiben und ihm dafür einen Anteil versprochen. Den Mann hinter der ganzen Sache kenne er nur unter einem Decknamen: der Pole. Doch wer der Pole ist, das weiß Badgley entweder nicht oder er sagt es nicht. Man verurteilt ihn wegen Erpressung zu 2 Jahren Haft, da man ihm den Diebstahl nicht nachweisen kann. Er stirbt 1969 im Gefängnis, ohne je weitere Informationen preisgegeben zu haben. Der Mann, der den Pokal wirklich aus der Vitrine genommen hat, wird nie identifiziert. Jahrzehnte später behauptet ein britischer Journalist, den echten Täter gefunden zu haben. Einen Kriminellen aus dem Süden Londons. Beweisen konnte man das aber nie. Eine Woche nach dem Diebstahl. Eine ruhige Straße in Beulah Hill im Süden Londons. Reihenhäuser, Vorgärten, niedrige Hecken, irgendwo läuft ein Radio. Ein junger Mann geht mit seinem Hund spazieren. Einem schwarz-weißen Mischling namens Pickles. Pickles schnüffelt an Zäunen, an Laternen, an allem, was Hunde eben schnüffeln. Dann bleibt er an einer Hecke stehen und rührt sich nicht mehr. Er winselt, scharrt mit den Pfoten, lässt sich nicht mehr wegziehen. David Corbett beugt sich hinunter. Unter der Hecke liegt ein Päckchen, in alte Zeitung eingewickelt, mit einer Schnur verschnürt. Sein erster Gedanke: eine Bombe. Im London der 60er Jahre ist das kein absurder Gedanke. Er legt das Päckchen schnell wieder hin, tritt einen Schritt zurück, sieht sich um. Niemand hat ihn gesehen. Dann greift er wieder zu, zupft an einer Ecke der Zeitung. Darunter schimmert Metall. Er reißt das Papier auf.
Eine goldene Oberfläche kommt zum Vorschein. Brasil, West Germany, Uruguay. David Corbett rennt zurück in sein Haus. Ich glaube, ich habe gerade den WM-Pokal gefunden, sagt er zu seiner Frau. Pickles wird über Nacht zum bekanntesten Hund Englands. Zeitungsartikel, Fernsehauftritte, sogar eine Rolle in einem Kinofilm bekommt er. Dazu kommt eine offizielle Medaille und ein ganzes Jahr gratis Hundefutter. Sein Besitzer David Corbett erhält auch eine Belohnung. Doch leider gibt es an dieser Geschichte einen tragischen Haken. Pickles stirbt wenige Monate nach seinem großen Auftritt. Er jagt eine Katze, seine Leine verfängt sich an einem Ast und der Hund, der die Weltmeisterschaft gerettet hat, erdrosselt sich selbst. Sein Halsband liegt heute in einem Fußballmuseum in Manchester, hinter Glas. So wie einst der Pokal, den er gefunden hatte. Im Sommer 1966 findet die Weltmeisterschaft statt. Im Finale, am 30. Juli im Wembley-Stadion, schlägt England die deutsche Mannschaft mit 4:2. Kapitän Bobby Moore nimmt den Pokal aus den Händen von Queen Elizabeth II. Und hält ihn in die Höhe. Das ganze Stadion jubelt. Der Pokal, der 3 Monate zuvor in einer Hecke lag, steht wieder im Mittelpunkt. Doch warum hat der Mann, der diesen ganzen Diebstahl in Auftrag gegeben hat, den Pokal am Schluss einfach zurückgegeben? Nun schauen wir uns als allererstes mal das Material an. Der Pokal ist nicht aus massivem Gold. Wenn man den einschmilzt, hat man am Ende einen Mini-Klumpen, vielleicht ein paar tausend Mark wert, wenn überhaupt. Einen reinen Materialwert hatte diese Trophäe also nie. Ihren Wert hatte sie nur als Trophäe an sich. Der berühmteste Sportpokal der Welt. Und so ein Stück lässt sich eben nicht einfach so verkaufen. Das Einzige, was man damit machen kann, ist zu drohen. Zu drohen, dass man ihn einschmelzen würde. Und genau dieser Plan ist schiefgelaufen. Der sicherste Weg, um aus dieser ganzen Nummer wieder heil rauszukommen, ist, den Pokal zurückzugeben. Ob am Ende noch was anderes mitspielte, das weiß bis heute niemand. Für den Mann, der den Erpresserbrief geschrieben hat, war sie nur Altgold. Für alle anderen bedeutete sie einfach alles. 13 Jahre später wird genau dieser Pokal ein zweites Mal gestohlen aus einem Tresor in Rio de Janeiro. Wenn du diese Geschichte auch sehen möchtest, dann schreib es mir gerne in die Kommentare.